Mein Name ist Christian Hartl und ich bin Exportkontrolleur. In diesem Video erkläre ich, was ist ein ICP. Hinter dem Begriff ICP versteckt sich innerbetriebliches Compliance- oder Kontrollprogramm. Ein ICP laut BAFA, also dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, benötigen Unternehmen, die am Außenwirtschaftsverkehr teilnehmen und deren Produktpalette gelistete Güter beinhaltet oder Güter, die einem kritischen Verwendungszweck zugeführt werden können. Diese Unternehmen sind gehalten, ein innerbetriebliches Compliance-Programm, also ein ICP, zur Einhaltung der Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts zu implementieren. Hierzu die Grundlagen für Deutschland, Österreich und die Schweiz. In Deutschland ist eine Verpflichtung nicht ausdrücklich gesetzlich statuiert, ergibt sich aber aus dem § 130 Ordnungswidrigkeitsgesetz sowie den allgemeinen Sorgfaltspflichten der Unternehmensleitung. Vergleichbar hierzu § 93 Aktiengesetz und § 43 GmbH-Gesetz. Und kann speziell für das Außenwirtschaftsrecht aus dem § 8 Absatz 2 Außenwirtschaftsgesetz hergeleitet werden. In der Schweiz bietet die Güterkontrollgesetzgebung, die Kriegsmaterialgesetzgebung und die Sanktionsgesetzgebung die Grundlage für das ICP. Und in Österreich? Hier gibt es zwar ICP-Leitlinien aus der Dual-Use-Güterverordnung, aber diese haben keine Rechtskraft und stellen deshalb keine verbindliche Vorgabe dar. Aber es ergibt sich aus den Aufgaben des verantwortlichen Beauftragten. Dieser hat die Verantwortung über die Einhaltung der innerbetrieblichen Umsetzung und die Überwachung der Vorschriften aus dem Außenwirtschaftsrecht. Hierzu wird dann vom BMDW, also dem Bundesamt für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ein ICP eingefordert. Um sich dann als zuverlässiger Antragsteller gegenüber den Behörden zu zeigen, sollte der Ausführer bzw. der Verbringer dies durch eine geeignete Aufbau- und Ablauforganisation sicherstellen, dass alle Verbote, Genehmigungs- und sonstige Pflichten, wie zum Beispiel Aufbewahrungspflicht, eingehalten werden. Den AV sowie der verantwortliche Beauftragte und den Unterzeichner aus dem Schweizer Recht habe ich im zweiten Teil der Serie Was ist Exportkontrolle? Der Exportkontrolleur bereits erklärt und beschrieben. Wann wird von den Behörden ein ICP geprüft? In Österreich bei der Benennung eines verantwortlichen Beauftragten. In Deutschland und der Schweiz im Allgemeinen bei Lizenzanträgen, wie bei einer Einzelausfuhrgenehmigung, einer Sammelausfuhrgenehmigung in Deutschland oder bei der Generalausfuhrbewilligung in der Schweiz. Meistens reicht es aus, wenn wie in Deutschland der AV durch seine Benennung versichert, dass er alle erforderlichen Maßnahmen trifft, damit die Bestimmungen des Außenwirtschaftsverkehrs vom Unternehmen eingehalten werden. Bei einer SAG, also einer Sammelausfuhrgenehmigung in Deutschland, oder einer OGB, also einer ordentlichen Generalbewilligung in der Schweiz, kann es natürlich sein, dass das BAFA oder das SECO das Unternehmen genauer betrachtet und man aufgefordert wird, ein ICP dem BAFA oder dem SECO vorzulegen. Diese Prüfung kann unter anderem auch einen Vorortbesuch beinhalten. Aber was ist nun der Inhalt eines ICP? Der Inhalt ist laut BAFA eine Mixtur aus Kann-, Soll- und Muss-Vorschriften. Insgesamt gibt es hierzu 9 Kriterien, die das ICP erfüllen muss. Eine Zusammenfassung der Kriterien sowie die notwendigen Links finden Sie in der Videobeschreibung. Die 9 Kriterien eines ICP sind: Erstens das Bekenntnis der Unternehmensleitung zu den Zielen der Exportkontrolle. Zweitens die Risikoanalyse. Drittens die Aufbauorganisation und die Verteilung von Zuständigkeiten. Viertens personelle und technische Mittel sowie sonstige Arbeitsmittel. Fünftens die Ablauforganisation. Sechstens Führen von Aufzeichnungen und Aufbewahren von Unterlagen. Siebtens Personalauswahl, Schulungen und Sensibilisierungen. Achtens die prozessbezogenen und systembezogenen Kontrollen, zum Beispiel ICP-Audit, die Korrekturmaßnahmen und das Hinweisgebersystem. Neuntens die physische und technische Sicherheit. Nach der Nennung der Kriterien kommen wir zur Umsetzung. Wie kann ein ICP aussehen? Nach einer Risikoanalyse kann die Umsetzung eines ICP beginnen. Die Ausgestaltung eines ICP ist natürlich jedem Unternehmen freigestellt. Ich habe hierzu die Grundzüge eines ICP anhand von 7 Kapiteln mit kurzen Erklärungen für Sie vorbereitet.
Also wie kann der Aufbau eines ICP aussehen? Hierzu habe ich folgende Struktur gewählt. Erstens die Verpflichtung zur Exportkontrolle. Zweitens die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Exportkontrolle. Drittens Schulungen. Viertens IT und technische Unterstützung. Fünftens die physische Sicherheit. Sechstens die Klassifizierung und das Lizenzmanagement. Und siebtens Aufzeichnungen, Audits und Vergehen. Kapitel 1. Die Verpflichtung zur Exportkontrolle. In diesem Kapitel sollte die Verpflichtung des Managements zu den geltenden Exportkontrollvorschriften und Gesetzen festgehalten werden. Wie sie dies sicherstellen und wie deren Verpflichtungen daraus nachgekommen wird. Des Weiteren kann auch die Delegation der Aufgaben benannt werden. Im Anhang sollte zusätzlich noch das Ernennungsschreiben des Ausfuhrverantwortlichen, des verantwortlichen Beauftragten sowie die Ernennung aus der Schweizer Sicht angehängt werden. Im Kapitel 2 die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Exportkontrolle. Hierin sollten Sie beschreiben, welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten die Exportkontrolle in Ihrem Unternehmen wahrnimmt. Zum Beispiel Kontrolle und Freigabe von Lieferungen, Lizenzmanagement, die Klassifizierung von Gütern und die Möglichkeit zur Ausübung der Stoppfunktion und so weiter. Nun zum Kapitel 3, Schulungen. Dieser Punkt sollte beinhalten, dass das Exportkontrollpersonal mindestens einmal jährlich an einer Fortbildung in Bezug auf Exportkontrolle teilnimmt. Wie das Schulungskonzept innerhalb Ihres Unternehmens in Bezug auf Exportkontrolle aufgebaut ist. Man kann diese Schulungen natürlich unterteilen in allgemeine und funktionsspezifische Schulungen. Die allgemeinen beispielsweise für alle Mitarbeiter des Unternehmens und funktionsspezifische für spezifische Funktionen, wie beispielsweise Einkauf, Sales, IT und so weiter. Das Kapitel 4, IT und technische Unterstützung. Hier sollte beschrieben werden, welche IT-Tools Sie im Unternehmen nutzen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Datenspeicherung und Sicherung. Wie und wo werden die Daten gespeichert und wie werden diese verarbeitet? Sind Ihre Daten in einer Cloud oder auf einem lokalen Netzwerk gespeichert? Und wie werden diese verarbeitet? Beispielsweise anhand eines ERP-Systems. Datensicherung. Wie werden Ihre Daten von einem unbefugten Zugriff Dritter geschützt? Beispielsweise durch eine Verschlüsselung. Sowie wer hat von wo auf welche Daten Zugriff. Datentransfer. Wie läuft der Datenaustausch unter anderem mit einem Kunden ab? Wie ist dieser Datentransfer abgesichert? Beispielsweise wieder durch eine Verschlüsselung. Ein zusätzliches Thema ist hierbei, wenn Sie auf Dienstreisen sind. Wie tragen Sie Sorge, dass auf gewisse Daten nicht zugegriffen werden kann? Das zweite Thema in diesem Kapitel ist das Screening. Hier sollten Sie beschreiben, wie Sie das Screening durchführen. Folgende Punkte sollten hierbei Beachtung finden. Welches Tool verwenden Sie hierfür? Wann wird gescreent und wer wird gescreent? Beispielsweise beim Erstkontakt eines neuen Businesspartners. Wie oft screenen Sie? Bei jeder Transaktion? Screenen von Bewerbern und falls nötig, screenen der ganzen Belegschaft. Wie verwalten Sie die positiven Treffer? Wie archivieren Sie die Ergebnisse auf Grundlage der DSGVO? Des Weiteren können Sie hierin noch den Punkt der Endverwendung und des Endverwenders aufnehmen, um der Catch-all-Thematik gerecht zu werden. Im Kapitel 5 Physische Sicherheit, hier beschreiben Sie, wie die exportkontrollierten Güter physisch gesichert werden, beispielsweise im Wareneingang oder Warenausgang und wie ist Ihr Unternehmen vor einem unbefugten Zutritt Dritter geschützt. Welche Sicherungsmaßnahmen haben Sie hierbei? Beispielsweise haben Sie Zäune, Kameras, Alarmanlagen und so weiter. Kapitel 6. Die Klassifizierung und das Lizenzmanagement. Wie ist der Ablauf der Klassifizierung von Gütern in Ihrem Unternehmen? Also, wer klassifiziert die Güter und wie ist der Prozess hierfür? Welche Listen stehen Ihnen hier zur Verfügung? Dual Use, Militär, US-EAR, US-ITAR und so weiter. Und wie werden die Ergebnisse dokumentiert? Beispielsweise in einem ERP-System. Im Punkt Lizenzmanagement. Wie ist dieser in Ihrem Unternehmen ausgestaltet? Wer ist hierbei involviert, beispielsweise bei der Ausgestaltung von Lizenzanträgen? Wer übernimmt die Kommunikation mit den Behörden? Wie werden die Dokumentationen zur Lizenz aufbewahrt?
Schriftverkehr, Lieferschein und so weiter? Und wer ist für die Einhaltung der Lizenzanforderungen verantwortlich? Und zum Schluss das Kapitel 7. Aufzeichnungen, Audits und Vergehen. Aufzeichnungen. Wie lange werden welche Dokumente wie Lieferschein, Korrespondenzen und so weiter aufbewahrt und wie werden diese letztlich vernichtet? Im Punkt Audits ist die Frage, gibt es externe Audits? Werden interne Kontrollen durchgeführt? Und wenn ja, wer führt diese Kontrollen durch? Und bei Vergehen, wie werden diese identifiziert und wie ist das anschließende weitere Vorgehen bis hin zur internen Meldung oder Selbstanzeige bei den Behörden? Fassen wir das Ganze nochmals zusammen. Wie Sie sehen, kann das ICP unter Umständen sehr umfangreich sein. In Abhängigkeit natürlich von der Risikoanalyse. Die Parameter, wie umfangreich ein ICP ist, sind die Größe, die Struktur, der Geschäftsumfang, das Kundenportfolio und insbesondere die Art der Güter und der ausgeübten Geschäftstätigkeit sowie welche gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen sind. Passen Sie deshalb das ICP individuell an Ihr Unternehmen an. Wie ein ICP aussehen kann, habe ich Ihnen exemplarisch anhand von 7 Kapiteln erklärt. Auch sollte das ICP immer jedem Mitarbeiter zugänglich sein, sowie der Aushang der wichtigsten Dokumente, beispielsweise der Commitment Letter des Managements zur Exportkontrolle. Es freut mich, dass Sie weiterhin Interesse an der Exportkontrolle haben. In den folgenden Videos werde ich weitere Themenbereiche der Exportkontrolle darstellen und erklären. Wir sehen uns und bis bald, Ihr Christian Hartl.